4.444,44 €. Das ist eigentlich eine lustige Schnapszahl. Lustig, ja, aber für eine Münchnerin gar nicht so witzig, denn genau den Betrag hat sie in unmittelbarer Folge eines TAN-Telefonbetruges überwiesen. Wie es dazu gekommen ist, was da passiert ist und natürlich wie die Rechtslage ist, erkläre ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger & Solmecke, und zum Thema TAN-Betrug, insbesondere mobile TAN, habe ich in der Vergangenheit schon viele Videos gemacht. Hier könnt ihr eins davon sehen und unten haben wir noch mal einige verlinkt. Jetzt gibt es aber eine neue Masche, die mir so auch noch nicht bekannt war, die ich euch aber gerne vorstellen möchte. Eine Dame aus München bekam eine E-Mail, das war schon im Jahre 2014, aber der Rechtsstreit ging eben etwas länger, und da sagte die Bank, vermeintlich als Absender, es sah so aus, als wenn die Mail von der Bank kam, ja, im Zuge der SEPA-Umstellung müsse man das Konto auf Synchronität nutzen. Sie sollte dann ihre E-Mail-Adresse angeben nochmal, oder öffnete die E-Mail, musste da ihren Namen, ihre Festnetznummer und ihre Kontonummer angeben. Das hat sie dann auch brav gemacht, ist online gegangen, hat ihre Kontonummer eingegeben, ihre E-Mail-Adresse, ihre Festnetznummer und ihren Namen. Und einen Tag später bekam sie einen Anruf. Ein Anruf von einer vermeintlichen Bankmitarbeiterin, die sagte, ja, wir haben registriert, Sie sind dabei bei der SEPA-Umstellung, das finden wir gut. Wir schicken Ihnen jetzt eine Kurznachricht und die müssen Sie uns bitte vorlesen. Und dann liest die Frau vor, da steht dann dran, dann liest sie also am Telefon vor, so, ja. Ja, ich lese Ihnen das jetzt mal vor. Da steht auf dieser SMS, die mobile TAN für Ihre Überweisung von 4.444,44 € auf das Konto so und so mit BIC so und so lautet 253844. Ja, danke schön, sagt die Mitarbeiterin. Dann haben wir die SEPA-Umstellung jetzt hervorragend für Sie abgeschlossen. Ihr ahnt schon, wie die Sache weiterging. Ich kann mir leider ein Lächeln nicht verkneifen, weil es natürlich auch so hart ist, dass die Dame jetzt alles schon vorgelesen hatte und die TAN schon vorgelesen hatte und die Betrüger an der anderen Seite schon die TAN einfach abgetippt haben und damit die Überweisung getätigt hatten. Denn auf irgendeine Weise waren die an die PIN der Kontoverbindung gekommen, vielleicht hatte sie die auch noch angegeben, weiß man nicht so genau. Auf alle Fälle, mit dieser TAN konnten eben 4.444 € auf ein ausländisches Konto überwiesen werden. Das Geld konnte nicht mehr zurückgeholt werden. Sie hat zwar nachher, so 6 Tage später, das Konto dann sperren lassen, aber da war die Knete futsch und unwiederbringlich weg. Und jetzt sagte das Amtsgericht München 3 Jahre später, nee, also das war grob fahrlässig. Es stand ja drauf, dass hier Geld, 4.444 € überwiesen werden sollten auf ein anderes Konto. Wer so eine SMS komplett vorliest am Telefon, dann auf die Art und Weise die TAN wiedergibt, der ist selbst schuld. Das war allgemein ersichtlich. Im Übrigen hätte man das ja einfach auch daraus schließen können. Tja, was kann man euch dazu nur raten? Erstmal, ich meine, das wird euch ja eigentlich eingebläut. Niemals PIN rausgeben, niemals TAN rausgeben, schon gar nicht am Telefon. Insbesondere nicht auf irgendwelche verdächtigen E-Mails klicken, oben in die Browserzeile nochmal reingucken. Ist das wirklich meine Bank? Ist das verschlüsselt da oben? Ist das verifiziert? Wenn euch jemand anruft, kommt euch die Rufnummer unbekannt vor? Sollen da irgendwie Überweisungen ins Ausland getätigt werden? All das sind so ein paar Punkte, auf die ihr selbst achten könnt, damit da kein mobiler TAN-Betrug passiert. Dass manchmal allerdings auch ein Betrug passieren kann, ohne dass ihr was dazu könnt und dass ihr dann das Geld zurückbekommt, das habe ich euch hier gezeigt in dem Video. Wenn euch das Thema also interessiert und ihr Schiss habt, dass euer Konto leergeräumt werden könnte, guckt euch das auch noch an. Euch erstmal danke fürs Zuschauen. Abonniert gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Morgen gibt es hier schon das nächste Video. Tschüss und bis dahin.